Das ist der GEP-RC Elegant, ein typischer Freestyle-FPV-Racer, wo der Akku oben sitzt. 2 Pagoda-Antennen sind dabei. Auf den 4 mm dicken Carbonarmen sind die Kabel nach unten geführt, so sind diese vor den Propellern geschützt. Gute, starke GEP-RC 2306 2450 kV Motoren sind montiert. Vorne sitzt in dem Aluminiumkäfig eine gute Runcam Swift 2 Kamera. Die Antennen von dem Empfänger sind hinten angebracht. Eine gute Lösung, die bei einem R9 Long Range Empfänger auch funktioniert. Der F4 Flugcontroller ist von unten erreichbar, liegt also auf dem Kopf. Der RXSR Empfänger hat einen Telemetrieausgang, der aber nicht angeschlossen ist. Hier muss extra ein Kabel an den nicht invertierten S-Board und DX1 angelötet werden. Oben befindet sich der 40 Ampere SC-Board, der nur D-Shot 600 unterstützt. Der Flugcontroller ist schön auf Vibrationsdämpfer montiert. Oben drauf wird ein Silikonbrett aufgeklebt, auf dem ein Lipo mit 2 Klettverschlüssen befestigt wird. Hier sollte man einen nicht zu langen Akku einsetzen, der dann keinen Platz mehr für eine GoPro-Kamera bietet. Die Propeller sind recht flach mit 50/40, verhalten sich aber sehr gut beim Fliegen. Der GEP-RC ist 370 Gramm schwer. Mit einem Akku und einer GoPro-Kamera wiegt der Quadcopter 520 Gramm. Dafür ist der Quadcopter aber recht robust. Die GoPro-Kamera wird direkt über der FPV-Kamera montiert. Sicherheitshalber sollte man hier einen Schutz für die GoPro-Kamera verwenden. Im Lieferumfang sind diverse Ersatzteile wie Schaumstoffpolster, Antennenrohr und zum Glück ein Ersatzarm. Ein Motorenschutz und ein Runcam-Einstellungspad liegen auch bei. Ich fliege den GEP-RC mit meiner Fatshark HDO und der Taranis X9D Funke. Das Flugverhalten ist klasse von dem GEP-RC Elegant. Das muss wohl an dem oben montierten Akku liegen. Mit der GoPro-Kamera wiegt der GEP-RC recht viel. Aber beim Fliegen finde ich das sogar von Vorteil, weil sich der Quadcopter dann besser in die Kurve legt und man so schönere, butterweiche Manöver hinbekommt. Für etwas mehr Power könnte man andere Propeller mit 50/45 Steigung verwenden, um mehr Beschleunigung zu bekommen. Die Runcam Swift 2 CCD-Kamera liefert ein sauberes Bild mit dem Videosender, der auf dem Flugcontrollerboard liegt. Ist die FPV-Kamera zu stark nach oben geneigt, so sieht man den Aluminiumrahmen in den oberen Ecken im Bild. Ich fliege mit 25 mW und habe ein sauberes Videobild. Die Motoren ziehen viel Strom aus dem Lipo. Ich würde hier direkt einen Tattoo Airline mit 1800 mAh verwenden, der gerade 5 Gramm schwerer ist als die 1550 mAh Variante. So sollte man über 5 Minuten aggressive Flugzeit hinbekommen.